Ich hasse Hausarbeit, aber ich muss sie trotzdem machen. Ich putze unsere Zimmer, staube die Regale ab und wische den Boden und so weiter. 2-mal pro Woche. Aber ich koche jeden Tag, decke den Tisch und räume ihn 2-mal täglich ab. Das ist ein Teil des Lebens, dem wir als Erwachsene nicht entkommen können. Wir können nicht ohne ein sauberes Haus leben. Hallo liebe Leute, ich hoffe, dass es euch sehr gut geht. In diesem Video werde ich euch den Akkusativ erklären. Das ist das zweite Video über die Adjektivdeklination. Im ersten Video ging es um den Nominativ. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr hier den Link. Ja, hier. Also, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Okay, im vorherigen Video habe ich erklärt, dass alle Adjektive und Artikel vor dem Nomen dekliniert werden müssen. Im Nominativ, im Akkusativ, im Dativ oder im Genitiv. Heute werde ich euch den Akkusativ erklären, okay? Also, lasst uns die Personalpronomen im Akkusativ lernen. Hier, mich, dich, sie, es, ihn, uns, euch, sie, sie. Sie wie im Nominativ. Aber die wichtige Frage ist, wann benutzen wir den Akkusativ? Am Anfang dieses Videos habe ich euch ein paar Beispiele gegeben, wann der Akkusativ verwendet wird. Nummer 1. Nach den meisten deutschen Verben. Ja, zum Beispiel braucht man nach dem Verb machen ein Akkusativobjekt. Deshalb habe ich am Anfang dieses Videos gesagt, ich hasse Hausarbeit, aber ich muss sie trotzdem machen. Sie machen. Sie ist ein Personalpronomen im Akkusativ. Machen plus Akkusativ, okay? Und sie bezieht sich auf die Hausarbeit. Oder andere Beispiele. Ich putze unsere Zimmer, staube die Regale ab und wische den Boden und so weiter. Okay, so. Putzen plus Akkusativ. Unsere Zimmer steht im Akkusativ. Ich staube die Regale ab. Abstauben plus Akkusativ. Die Regale, das ist im Akkusativ auch. Wische den Boden. Den Boden, okay, im Akkusativ. Das gilt für viele Verben wie essen, trinken, brauchen, benutzen, tragen, haben, kochen und so weiter. Zum Beispiel, ich habe einen neuen Computer. Einen neuen Computer steht im Akkusativ, okay? Habe etwas, ich habe etwas. Etwas steht im Akkusativ, okay? Nach haben brauchen wir ein Akkusativobjekt. Oder ich esse morgens immer einen Apfel. Einen Apfel nach dem Verb essen. Ich brauche ein neues Auto. Ein neues Auto. Artikel, Adjektiv, Nomen im Akkusativ nach dem Verb brauchen. Ich habe deinen Namen vergessen. Deinen Namen vergessen. Vergessen plus Akkusativ. Ich habe letzte Woche ein Haus gekauft. Kaufen. Okay, das ist auch ein wichtiges Verb. Kaufen plus Akkusativ. Okay, in der Beschreibung findet ihr eine Liste mit einigen der wichtigsten Verben, die ein Akkusativobjekt brauchen. Das ist auch sehr wichtig. Nummer 2.
nach diesen Präpositionen. Durch, für, gegen, entlang, bis, ohne, Zum Beispiel habe ich am Anfang dieses Videos gesagt, wir können nicht ohne ein sauberes Haus leben. Ohne ein sauberes Haus. In diesem Satz habe ich ohne mit dem Akkusativ verwendet. Okay? Lasst uns die Verwendung dieser Präpositionen lernen. Okay, Nummer 1, durch. Durch bezeichnet eine Bewegung von einer Seite zu anderen durch einen Raum oder Bereich. Zum Beispiel, wir fahren durch den Tunnel. Durch den Tunnel. Oder ich schwimme durch den Fluss. Okay? Es kann auch die Ursache oder einen Grund oder das Mittel ausdrücken. Zum Beispiel, ihr lernt Deutsch durch meine Videos. Ich hoffe. Okay. Nummer 2. Für. Für drückt einen Zweck, eine Bestimmung oder einen Nutzen für eine Person oder eine Sache aus. Zum Beispiel, das Geschenk ist für dich. Okay? Es kann auch eine Dauer kennzeichnen. Okay, Nummer 3 ist 3 oder 4 ist das. Ich habe es vergessen. Ich habe für und durch erklärt. Okay, Nummer 3, ja. Gegen. Gegen bezeichnet eine Richtung mit Kontakt oder Widerstand. Okay, so zum Beispiel sagen wir, er läuft gegen die Wand. Okay, gegen die Wand. So, wir haben Richtung, Bewegung mit Kontakt. Und wenn wir eine Idee oder etwas nicht unterstützen möchten, können wir gegen benutzen, okay? Im Gegenteil von für. Ich bin für diese Idee, ich bin gegen diese Idee. Gegen die Idee, diese Idee. Die Idee steht im Akkusativ, okay? Gegen plus Akkusativ. Oder bist du für oder gegen die Atomkraft? Okay, es kann auch als temporale Präposition benutzt werden und kann ungefähr bedeuten. Zum Beispiel, wir treffen uns gegen 9 Uhr, so ungefähr um 9 Uhr. So. Ja. Nummer 4, entlang. Okay, es bedeutet parallel zu etwas. Parallel einer Linie, einer Begrenzung oder eines Weges. Zum Beispiel, ich fahre die Straße entlang, okay? Oder wir gehen den Fluss entlang, entlang. Nummer 5, bis. Bis drückt aus, wo etwas aufhört oder endet. Zum Beispiel, ich arbeite bis 20 Uhr, okay? Oder er bleibt bis nächsten Freitag hier. Nächsten Freitag. Okay, das steht im Akkusativ. Warum? Weil wir bis als Präposition hier haben. Nächste Präposition ist ohne, das Gegenteil von mit. Zum Beispiel, ich kann es nicht ohne deine Hilfe tun. Ohne deine Hilfe. Ohne plus Akkusativ. Deine Hilfe. Okay, und die letzte Präposition ist um. Bezeichnet eine kreisförmige Bewegung oder Lage um etwas herum. Zum Beispiel, wir sitzen um den Tisch. Okay? Es kann außerdem einen genauen Zeitpunkt ausdrücken. Zum Beispiel, wir treffen uns um 20 Uhr. Oder auch ein Thema beziehungsweise einen Gegenstand eines Gesprächs, Entschuldigung. Zum Beispiel, es geht um ein wichtiges Thema. Es geht um ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema steht im Akkusativ, weil wir haben, okay? Und es drückt ein Thema eines Gesprächs aus. Okay.
Wir haben schon gelernt, dass wir nach bestimmten Verben und nach bestimmten Präpositionen Akkusativ verwenden. Aber es gibt auch andere Punkte. Zum Beispiel nach es gibt verwenden wir immer Akkusativ. Okay, es gibt plus Akkusativ. Zum Beispiel, es gibt hier eine Pflanze, es gibt hier einen Tisch und einen Stuhl, einen Tisch, einen Stuhl, okay? Immer. Es gibt plus Akkusativ. Okay, und Nummer 4. Nominalgruppen im Akkusativ, die adverbial gebraucht werden. Der Akkusativ kann im Deutschen nicht nur ein Objekt markieren, sondern auch Dauer, Wiederholung, Zeitraum. Zum Beispiel habe ich heute gesagt, ich koche jeden Tag. Jeden Tag. Warum im Akkusativ? Der Akkusativ beantwortet hier die Frage, wie oft? Wie oft kochst du? Ich koche jeden Tag, okay? Der Akkusativ kann auch diese Frage beantworten. Wie lange? Okay, deswegen haben wir solche Nominalgruppen im Akkusativ. Zum Beispiel letzte, nächste, diese, jede Woche. Letzten, nächsten, diesen, jeden Monat oder Sommer oder Montag zum Beispiel, ja? Letztes, nächstes, dieses, jedes Jahr. Okay? So, Adverbien wie heute, morgen, bald, dort, hier, sie haben keine Kasus, okay? Weil sie keine Nominalgruppen sind. Aber jetzt lernen wir die Deklination im Akkusativ. Sehr wichtig. Wenn ihr das Video über den Nominativ gesehen habt, kennt ihr diese Tabelle bereits. Wir haben 4 Nomen: Mann, Maskulinum, Kind, Neutrum, Frau, Femininum und Männer, Kinder oder Frauen, Plural. Okay? Also, ich habe die Tabelle hier. Die gute Nachricht ist, die meisten Nomen haben im Akkusativ und im Nominativ denselben Artikel. Das Kind im Nominativ und im Akkusativ. Die Frau, eine schöne Frau. Okay, also alles ist gleich. Okay, so wir haben dieselbe Artikel, wenn es um neutrale Wörter, feminine Wörter und plurale Wörter geht. Ganz einfach, ne? Genau wie die Personalpronomen es im Nominativ und im Akkusativ. So, oder sie, nicht nur für feminine Wörter, sondern auch für plurale Wörter im Nominativ und im Akkusativ, okay? So, es ändert sich nicht. Aber bei den Artikeln gibt es nur einen Unterschied, nämlich im Maskulinum, im Akkusativ, okay? So, alle Artikel und Adjektive bekommen en am Ende, ja? Hier haben wir die Endung. Zum Beispiel, welchen guten Mann, den guten Mann, einen guten Mann, keinen guten Mann, okay? So, heute hatten wir auch so viele Beispiele, wie zum Beispiel jeden Tag, nächsten Freitag und so weiter, okay? So, das ist eigentlich ganz einfach. Ich finde es einfach. Ich hoffe, dass ihr es auch einfach findet. Und Personalpronomen im Akkusativ für Maskulinum war ihn. Das haben wir auch heute gelernt, ne? Achtet bitte darauf. So, das hat auch N am Ende. Wir hatten sie, okay, so genau wie im Nominativ, es, aber danach hatten wir ihn statt er im Akkusativ. Ihn hat N am Ende und alle Artikel und Adjektive haben auch N im Maskulinum im Akkusativ. Und alles ist klar. Ja, das ist dann alles. Okay,
Ich hoffe, ihr habt den Akkusativ gut gelernt. In der Beschreibung findet ihr einige Übungen zum Üben. Okay, und ja, danke fürs Zuschauen und bitte vergesst nicht, das Video zu liken und zu teilen, wenn es euch gefallen hat. Danke, tschüss!